Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Modul 2 Textsegmentierung. Wir werden uns mit der automatischen Wort- und Satzsegmentierung beschäftigen. Zwei Themen, die ein bisschen unterschiedliche Schwierigkeiten aufwerfen. Wortsegmentierung, da geht es darum, die Tokenisierung von Wörtern zu machen, Wörter zu erkennen und sie insbesondere von der Interpunktion abzutrennen. Bei der Satzsegmentierung geht es vor allem darum, die Einheit Satz zu erkennen, Begrenzungen von Sätzen eindeutig festzulegen. Das Aufteilen von Texten in Wörter und Sätze kann eine ziemliche Schwerarbeit sein. Moderne, segmentierte Schriftsysteme unterstützen aber diese Arbeit beträchtlich. Auf modernen Computern sind Texte als eine Folge von Einzelzeichen abgespeichert und wir müssen herausfinden, wo in dieser Folge wir Gliederungen, Grenzen einsetzen wollen. Das Leerraumzeichen, Leerzeichen oder Zeilenwechsel können wir in erster Annäherung einmal dazu benutzen, um Wörter zu begrenzen. Diese sogenannte Whitespace-Tokenisierung ist sehr einfach und funktioniert recht zuverlässig. Es gibt aber Probleme, insbesondere die Interpunktionszeichen werden in vielen Schriftsystemen nicht von den Wörtern abgetrennt. Punkte, Ausrufezeichen, Doppelpunkte, die Sätze begrenzen, möchten wir abtrennen von den eigentlichen Wörtern. Es gibt auch Interpunktionszeichen wie der Bindestrich, Apostroph, die selbst wiederum Bestandteil von Wörtern sein sollen und die richtige Entscheidung zu treffen ist nicht immer einfach. Im Sprachtechnologie-Jargon nennen wir Wörter oder Interpunktionssymbole technisch Token und der Prozess, der diese Token produziert, nennen wir einen Tokenisierer. Eine primitive, einfache Leerraumzeichen-Tokenisierung ist normalerweise ungenügend für sprachtechnologische Anwendungen. Warum benötigt man eine gute Textsegmentierung? Nun, wie bereits erwähnt, rohe digitale Texte wissen noch nicht, was ein Wort ist. Sie sind eine Folge von Einzelzeichen und die Gliederung in Wörter müssen wir als ersten Schritt vornehmen. Tokens sind dann die grundlegenden Analyseeinheiten für nachgeschaltete sprachtechnologische Anwendungen. Es geht um so einfache Dinge wie Wörter zählen, um solche Dinge, wie man in einer Korpussuchmaschine welche Wörter indexiert, wie man die Grundform von Wörtern berechnen kann und wie man dann die Wortart bestimmt. Warum möchte man Satzsegmentierung machen? Das möchte man insbesondere dann, wenn man Sätze inhaltlich analysieren möchte und um das inhaltlich richtig hinzubekommen, muss man oft die Sätze auch syntaktisch analysieren, die syntaktischen Abhängigkeiten in einem Satz erfassen. Oft werden Sätze auch übersetzt und eine geeignete Größe, auf der Übersetzungen gemacht werden, sind wiederum Sätze. Warum ist eine möglichst gute Segmentierung wichtig? Der Grund liegt darin, dass die Tokenisierung typischerweise der erste Schritt einer sprachtechnologischen Verarbeitung ist und jeder Fehler, der hier passiert, ist in der weiteren Nachverarbeitung oft Grund, dass neue weitere Folgefehler entstehen. Ich möchte nun einige Beispiele von guten, flexiblen Tokenisieren vorstellen. Ein sehr einfaches System, das auf Rohtext arbeitet, ist der Tokenisierer, der im Tree-Tagger eingebaut ist. Der Tree-Tagger, wir werden darauf zurückkommen, ist ein einfaches und für viele Sprachen verfügbares System, um Texte zu tokenisieren, Wort-
Arten zu bestimmen und Grundformen dazu zu berechnen. Der Tokenisierer des Treetaggers arbeitet auf Rohtexten. Ich habe hier in der Datei file.txt einen kleinen Beispielsatz abgelegt. Bachsche Musik mag Dr. Fritz, ja. Ein künstliches Beispiel, das einige Schwierigkeiten demonstrieren soll. Teil des Tokenisierers ist eine Abkürzungsdatei. Sie ist benutzererweiterbar. Das ist ganz wichtig. Wenn man einen neuen Text nimmt, kommen neue Abkürzungen darin vor. Diese sollte man eintragen können in einer einfachen Textform in diese Abkürzungsdatei. Wenn man eine gut ausgebaute Abkürzungsdatei hat, kann man im Unix-Stil diesen Tokenisierer aufrufen und er produziert eine sogenannte vertikalisierte Rohtextausgabe. Das heißt, jedes Token steht auf einer einzelnen Zeile und Sätze werden durch Leerzeilen abgetrennt. Solchen rein textuellen Output kann man dann wiederum in XML verwandeln. Ein anderer flexibler Tokenisierer arbeitet direkt auf XML-Dateien. Es ist das System LTTT2. Da muss der Input als XML vorliegen. In diesem Fall haben wir schon eine Paragraphenerkennung gemacht, der 2 kleine Beispielsätze enthält. Ein XML-Tokenisierer muss fähig sein, herauszufinden, in welchen Tags steckt jetzt der Text, den er tokenisieren soll. Wenn wir das Werkzeug laufen lassen, bekommen wir den folgenden Output. Es wird Wort- und Satzsegmentierung gemacht. Ein Satz wird in ein S-Tag geschachtelt. Jeder Satz bekommt eine Identifikationsnummer, eine ID, die durchnummeriert ist. Und jedes Wort in jedem Satz selbst bekommt auch wieder eine Identifikationsnummer. Diese Nummer kodiert sogar die ursprüngliche Zeichenposition, an der das Wort, das Token im Rohtext stand. Das heißt, das Wort this stand ursprünglich an der 3. Zeichenposition. Damit kann man die ursprüngliche Textform wieder rekonstruieren. Dabei hilft das Attribut PWS für Preceding Whitespace. Dieses Attribut sagt, ob vor dem Wort Leerraumzeichen waren im Text oder nicht. Es gibt noch ein drittes Attribut, das interessant ist, C, das steht für die Kategorie eines Tokens. Es gibt 2 Kategorien hier. W steht für die Wortkategorie und der Punkt steht für Interpunktionskategorien. Und dort wird normalerweise bei Interpunktion noch festgehalten in meinem Attribut SB für Sentence Boundary, dass es sich um eine Satzgrenze handelt. Das Gute an diesem XML-Tokenizer ist, dass er als Input XML nimmt und gleich wieder gültiges XML produziert. Man kann auch sehr leicht eigene Tokenisierer programmieren. Jeder Computerlinguistik-Studierende im 2. Semester kann mit Hilfe von sogenannten regulären Ausdrücken, also regulären Zeichenmustern, auf wenigen Zeilen einen recht mächtigen Tokenisierer schreiben. Dieser Tokenisierer ist regelbasiert, das heißt, er produziert für denselben Input, für dieselbe Wort- oder Zeichenfolgen denselben Output. Man kann ihn aber sehr leicht anpassen. Ein solcher Tokenisierer ist empfohlen, wenn die Textmengen überschaubar sind, wenn es vielleicht nicht Standardorthographie hat, wo man sich sorgfältig überlegen muss, wie man das aufgliedert in Wörter und Sätze. Der Vorteil von solchen selbstgebauten regulären Ausdrücken für die Tokenisierung ist, dass dieselben Fehler immer konsequent wieder gemacht werden.
Das ermöglicht einem dann auch, diese Fehler aufzufinden und sie zu flicken. Dann werden sie auch konsequent nicht mehr gemacht. Wenn man eine gute Abkürzungsliste hat, können solche einfachen Tokenisierer, die man mit wenig Aufwand selbst programmieren kann, bis zu 99% korrekte Satzenderkennung machen. In der Sprachtechnologie wird oft auch mit statistischen oder maschinellen Lernverfahren versucht, ein Problem zu lösen. Und insbesondere, wenn man große Textmengen hat, dann kann es sehr nützlich sein, solche Systeme zu verwenden. Systeme, die auf maschinellen Lernverfahren aufbauen, können aber den Nachteil haben, dass die Fehler, die sie machen, unsystematisch auftreten. Und sie sind dann nicht so leicht zu beheben. Ein ausgebautes System, das für verschiedene europäische Sprachen entwickelt worden ist, ist das System Punkt von Kiss und Strunk 2006. Das Einzige, was man braucht, um einen guten Tokenisierer, eine gute Satzerkennung zu machen, ist eine große Textmenge. Und in dieser Textmenge und in dieser Sprache muss es die Konvention geben, dass Großschreibung am Satzanfang gemacht wird. Es werden aber insbesondere keine Abkürzungslisten benötigt. Eine Evaluation von diesem System hat ergeben, dass im Schnitt für Zeitungstexte über 99% der Satzpunkte und knapp 98% der Abkürzungspunkte korrekt erkannt werden können. Ein anderes statistisches System, der iCentenizer, arbeitet auf unterschiedlichen Sprachen wie Punkt. Diesem System muss man aber perfekt segmentierten Input als als Trainingsmaterial beifügen. Wenn man das einmal gemacht hat, kann man aber bestehende Modelle sehr leicht auf neue Texte anpassen. Man muss nicht den ganzen Prozess wieder von vorne beginnen, sondern man kann ein bestehendes Modell flexibel auf leicht andere Textsorten anpassen, indem man zusätzliches, kleineres Trainingsmaterial bereitstellt. Was sind nun konkret die Schwierigkeiten bei der Textsegmentierung? Schauen wir zuerst die Schwierigkeiten der Wortsegmentierung an. Wörter bestehen nicht bloß aus alphabetischen Buchstaben oder Ziffern, Wörter können auch andere Zeichen enthalten. Und solche schwierigen Wörter können zum Beispiel Anführungszeichen enthalten, wie in Naturfreunde Bergheim. Apostrophe können schwierig sein. Im Deutschen geht's. Da möchte man den Apostroph an S anhängen. Im Französischen hingegen lo. Dort kürzt der Apostroph den Vokal und man möchte den Apostroph zum gekürzten Artikel nehmen. Es gibt aber zum Beispiel im Französischen auch Wörter mit Apostroph, die man als ganze Einheit stehen lassen möchte. Das heißt, es gibt bezüglich Apostrophe in den verschiedenen Sprachen und auch innerhalb der einzelnen Sprachen unterschiedliche Muster, wie der Apostroph behandelt werden muss. Bindestriche sind im Französischen unter anderem dafür da, um klitische Pronomen anzuhängen, und für gewisse Analysen möchte man diese angehängten Pronomen abtrennen vom Verb. Es gibt Abkürzungen, die Punkte innerhalb der Abkürzung enthalten. Diese Punkte möchte man nicht abtrennen von den einzelnen Zeichen. Es gibt wiederum Wörter, die sogar Leerraumzeichen enthalten, wo man manchmal die Wörter, obwohl sie getrennt geschrieben werden, als eine Einheit betrachten möchte. New York ist zum Beispiel ein solcher Fall. Dann gibt es in verschiedenen Sprachen Maßeinheiten, die direkt an die Maßzahlen angehängt werden, und manchmal möchte man die Maßeinheit abtrennen von der Maßzahl. Ein anderer Fall ist die Segmentierung von Sätzen.
Wir haben schon Punkte und die Punktdisambiguierung angesprochen. Ich möchte hier für Deutsch ein paar Fälle betrachten, wie sich Punkte und Leerraumzeichen und Nicht-Leerraumzeichen verteilen können. Das Diamantzeichen steht in diesen Beispielen jeweils für ein Nicht-Leerraumzeichen. Im Fall 1, was könnte das sein? 2 Nicht-Leerraumzeichen vor einem Punkt. Das ist tatsächlich in diesem Fall ein Abkürzungspunkt. Kurze Nicht-Leerraumzeichen folgen vor einem Punkt, weisen normalerweise auf Abkürzungen hin. Im nächsten Fall kommen mehrere Punkte vor, die innerhalb von Nicht-Leerraumzeichen auftreten. Dieser Fall ist ein typischer Fall für eine Internetadresse, die oft Punkte enthalten. Hier möchte man nicht segmentieren an den Punkten. Im nächsten Fall haben wir wieder 2 Nicht-Leerraumzeichen gefolgt von einem Punkt. In diesem Fall ist es keine Abkürzung, sondern es ist eine Ordinalzahl. Auch hier kein Satzendepunkt, man möchte hier keine Satzgrenze segmentieren. Im nächsten Fall ist das Nicht-Leerraumzeichen wieder eingebettet, der Punkt eingebettet zwischen Nicht-Leerraumzeichen. Es ist aber trotzdem ein Satzendepunkt, es ist aber nicht das letzte Zeichen eines Satzes. Das ist bei direkter Rede noch relativ oft der Fall. Ein letzter Fall, wo rechts vom Punkt ein Leerzeichen steht, ist ein schwieriger Fall. Abkürzungspunkte werden, wenn die Abkürzung am Satzende steht, typografisch mit dem Satzendepunkt verschmolzen. Das heißt, es wird nicht explizit ein Abkürzungspunkt und ein Satzendepunkt gesetzt. Das ist für Satzsegmentierungsprogramme ein ungemein schwieriger Fall und genau diese Fehler führen oft zu einer Genauigkeit, die nicht 100% erreichen kann. Eine weitere Problematik beim Tokenisieren von Wörtern ist die typografische Konvention, dass Silbentrennung in schmalen Spalten gemacht wird. Vor allem Zeitungen haben sehr schmale Spalten und wenn man die Wortform rekonstruieren möchte, sollte man die Silbentrennung rückgängig machen. Es gibt insbesondere in älteren Schriftsystemen die Konvention, dass graphematische Modifikationen am Zeilenende gemacht werden. Im Deutschen wird Zucker in alten Texten getrennt und das C wird zu einem K vor dem Trennstrich. Eine besondere Schwierigkeit ist der Rückbau von Silbentrennung, der über Seitengrenzen hinausgeht. Da ist es wichtig, eine gute Layout-Erkennung zu haben, weil sonst Seitenzahlen oder Kopfzeilen mit dem getrennten Wort zusammengefügt werden können. Wenn man die Wortsegmentierung und die Satzsegmentierung gut machen kann, dann sollte am Ende ein Tokenisat vorliegen, wie wir es hier im Text und Berg nach der Tokenisierung sehen können. Sätze bekommen eine Identifikationsnummer. Die Sätze sind auch bereits in ihrer Sprache bestimmt. Jedes Wort bekommt eine Identifikationsnummer und die Token werden in der Form abgelegt, zum Beispiel abgetrennte klitische Pronomen, hier mit Sembletil, oder auch Artikel, die auf ein Apostroph enden. Man hat jetzt hier die Form der Segmentierung, die für die Sprache und für die Zwecke der Nachbearbeitung geeignet ist. Ich komme nun zur Zusammenfassung der Textsegmentierung. Wir haben gesehen, dass Textsegmentierung je nach Schriftsystem und Sprache unterschiedlich schwierig zu lösen ist. Im Allgemeinen lässt sie sich für Texte mit normierter Orthographie sehr gut lösen. Man kann dabei bestehende Programme oder auch selbst erstellte Programme verwenden.
Bei jeder Segmentierung gibt es Restfehler, die lassen sich leider nicht vermeiden und diese Restfehler erzeugen in der nachgeschalteten Verarbeitung oft Nachfolgefehler. Sowohl regelbasierte als auch statistische Lösungen erreichen normalerweise bis zu 99% Genauigkeit bei der Satzsegmentierung. Abkürzungslexika, welche auf die Textsorte zugeschnitten sind, auf der man arbeiten möchte, stellen eine wertvolle Ressource dar und sollten sorgfältig aufgebaut werden. Bei statistischen Ansätzen und wenn man wirklich große Textmengen zur Verfügung hat, kann man auch solche Abkürzungslisten automatisch erstellen oder eine Leistung erreichen, ohne solche Abkürzungslisten manuell herzustellen. Die Tokenisierung kann aber nicht im leeren Raum stattfinden, sondern man muss oft schauen, welche Werkzeuge verwenden wir in der nachfolgenden Weiterverarbeitung und die Tokenisierung sollte darauf abgestimmt sein. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen die Schwierigkeiten, Probleme, auch die Lösungsmöglichkeiten zeigen, die die erste Stufe der sprachtechnologischen Verarbeitung, die Textsegmentierung, bereits mit sich bringt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.